Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Holosun das AIMS. Brandneu von Holosun ist das AIMS oder AEMS, wenn ihr die Buchstaben aussprechen wollt. Holosun wollte eine Optik schaffen, die die Vorteile der Mikrovisiere und der Open-Sight-Visiere vereint, nämlich das Ganze in einem kleinen Paket zu haben, aber trotzdem das Blickfeld eines Open-Sights. Wenn ihr mal hier beide Visiere nebeneinander haltet, hier haben wir ein Holosun 503R, das ist das Mikro, also eines der kleineren Langwaffenvisiere von Holosun, und hier das neue AIMS, da seht ihr schon, das ist ein gutes Stück kürzer. Holosun sagt, das sind 11%, von daher wirklich eine sehr coole Sache schon mal vom Format. Das Holosun AIMS kommt mit einer Lower Third Montage, also hier in dieser Höhe, wie ihr sehen könnt. Da passt dann auch entsprechend der Holosun Magnifier dazu. Den gibt es ja einmal in der Absolute Co-Witness Höhe mit einem Erweiterungskit für Lower Third, was mit dabei ist. Das heißt, da habt ihr auf jeden Fall auch da eine gute Kombi. Die Mount hier selber hat keine Schnellspannvorrichtung, das heißt, die muss fix draufgeschraubt werden. Sehe ich aber auch nicht als kritisch, weil bei einem Rotpunktvisier, das lässt man in der Regel drauf, außer man ist beim IDF, wie wir kürzlich gelernt haben, dass die immer ihre Optiken abnehmen. Von daher finden wir das kein Problem, wenn die Montage hier kein QD hat. Das Gehäuse ist 7075 Aluminium und natürlich auch wasserdicht nach IP67. Bei dem Gerät hat man hier jetzt nochmal eine Besonderheit hinzugefügt im Vergleich zu den anderen Open Sights. Man hat nämlich hier nochmal Schutzlinsen dazu gebaut. Man kann die hier abklappen, die sind integriert. Kann ich hinten und vorne die Linsen dann nach unten klappen, wenn ich sie denn nicht haben wollte. Ein Grund dafür wäre zum Beispiel weniger Licht in der Optik. Das ist ganz klar, wenn ich hier durch 4 Scheiben durchschauen muss, habe ich weniger Licht, als wenn ich nur durch 2 schauen muss. Also wen es stört, der kann die beiden Linsen abklappen. Für alle anderen natürlich habe ich die Linsen hochgeklappt. Habe ich hier ganz wenig Angriffsfläche, also auch keine Möglichkeit, wo sich Wasser sammeln könnte, wenn die Waffe irgendwie in der Vorhalte ist. Dass, wenn es regnet, dass ich dann hier in dem Bereich Wasser sammeln könnte oder so. Das hat man dann natürlich nicht, wenn die Scheiben hochgeklappt sind. Ansonsten ist aber, braucht ihr euch keine Sorgen machen, der Emitter ist innerhalb der ersten beiden Scheiben natürlich dadurch auch komplett funktionstüchtig, egal welche Witterungsumstände man hat. Ein weiterer Grund, warum euch diese Klappen oder diese Schutzlinsen stören könnten, wäre, dass sie nicht ganz abklappen oder dass sie nur nach unten klappen. Gerade wenn ich jetzt einen Magnifier habe und mal schnell wegklappen will, habe ich hier hinten natürlich den Magnifier im Weg, kann dann schlecht damit arbeiten. Und natürlich hat man auch das Problem bei den zusätzlichen Scheiben, dass man, die sind gerade, dass man eine Spiegelung eventuell hat. Genau aus diesem Grund sind die Linsen hier vorne auch zum Abnehmen. Das heißt, man hat hier 2 Schrauben auf jeder Seite, kann ich die abschrauben komplett. Und dann hat man halt nur die standardmäßigen Gehäuselinsen, die ein bisschen ins Gehäuse nach innen versetzt sind. Und damit passt das dann. Das Gerät liefert euch wie alle Holosuns bis zu 50.000 Stunden Batterielebensdauer in der Stufe 6. Betrieben wird das Gerät mit einer 2032, CR2032 Batterie. Hier hatten wir jetzt ein sehr, sehr lustiges Erlebnis beim ersten Mal, denn ihr wisst ja vielleicht, dass man bei Holosun die Batterien herausnehmen kann, wenn ein Solarbetrieb mit integriert ist. Das ist hier der Fall beim AIMS. Und dann läuft das Gerät auch ohne die Batterie, ne? Ist klar. Also man hat hier, ich nehme jetzt mal die raus, die Batterie, und dann hat man hier den Solarbetrieb und damit kann man dann das Gerät automatisch steuern lassen. Also das heißt, wenn ich den Solarbetrieb eingeschaltet habe, habe ich eine fixe Helligkeitseinstellung, die sich immer an das Umgebungslicht anpasst. Und bei den anderen Holosun-Geräten war das dann so, in diesen Modus kann man dann nicht abschalten, wenn keine Batterie drin ist. Dann muss ich immer im Automatikmodus arbeiten. Hat natürlich den Nachteil, wenn ich zum Beispiel von einer dunklen Stelle in einen hellen Bereich rausschieße, so typisch Bunkerstand vom Jagdstand nach draußen in einen hellen Bereich, dann habe ich natürlich das Absehen abgedunkelt, weil ich im Dunkeln schieße, aber draußen ist es hell, da bräuchte ich eigentlich das Helle und da möchte ich eigentlich den Automatikmodus nicht haben. Ja? Und deswegen hatten wir dann hier mal geschaut und haben am Schießstand ein bisschen ausprobiert und dann haben wir festgestellt, oh, da ist ja überhaupt keine Batterie drin. Haben wir gesagt, okay, gucken wir mal, Test, Solarfeld zuhalten und was soll ich euch sagen? Das Gerät läuft trotzdem. Denn das ist eine der Neuerungen des AIMS, was auch wirklich genial und bahnbrechend ist meiner Meinung nach. Hier habt ihr einen Superkondensator eingebaut mit der euch nochmal zusätzlich 2500 Stunden Batterie oder Betrieb gewährleistet, wenn dieser vollständig aufgeladen ist.
Also auch ohne Batterie funktioniert dieses Gerät dann im Automatikmodus und im manuellen Modus. Muss man natürlich dazu sagen, also das war unsere Erfahrung jetzt bei dem Gerät, im manuellen Modus hat man dann nicht ganz so viele Helligkeitsstufen wie mit der Batterie, aber es ist immer noch hell genug, um bei einem normalen Tag mit einer normalen Sonneneinstrahlung arbeiten zu können. Wenn es jetzt wirklich so ein super heller Wüstentag ist, dann braucht ihr auf jeden Fall die Batterie. Aber als Backup-Lösung genial. Da beim AIMS die Größe ein entscheidendes Kriterium bei der Entwicklung war, sind hier auch einige Punkte geändert worden, die man normalerweise von den anderen Holosuns kennt, nämlich die Höhen- und Seitenverstellung. Normalerweise hat man das immer auf einer Seite und oben drauf. Hier ist natürlich aufgrund der Kappen und des Solarfelds oben gar kein Platz mehr. Von daher hat man die Höhenverstellung hier auf der Seite untergebracht und die Seitenverstellung auf der anderen Seite. Verstellt wird in 0,5 MOA Schritten. Natürlich habt ihr hier auch weiterhin auf dieser Seite die Möglichkeit, mit Plus und Minus die Helligkeit zu regulieren, wenn ihr im manuellen Modus seid. Dafür habt ihr 10 Lichtstufen für Tageslicht und 2 Stufen für Nachtsichtgeräte. Was bekommt ihr noch mit im Lieferumfang? Ihr habt einmal natürlich die Box, dann habt ihr den Magnifier, nein, der ist nicht dabei. Dann habt ihr die Anleitung, bisschen Garantiezettel und Co., ein Putztuch, natürlich die Batterie und hier das Verstellwerkzeug. Das ist zum einen, um die Montage an der Optik anzubringen, mit dem Torx-Schlüssel T10. Da passen auch die Schrauben für das Batteriefach. Und auf der anderen Seite habt ihr einen großen Schlitzschraubenzieher. Der ist dann für die Höhen- und Seitenverstellung gedacht. Noch eine Frage, die wahrscheinlich gestellt werden wird, deswegen nehme ich sie gleich vorweg. Das AIMS ist nicht Holosun Mount kompatibel. Also hier müsst ihr mit der Mount leben, die da mit dabei ist. Ist eine sehr schicke Mount, skelettiert, finden wir sehr cool, von daher kein Problem. Aber wenn ihr sagt, ich würde lieber wie bei Unity Tactical höher gehen oder mit Absolute Co-Witness tiefer gehen, könnt ihr mit dem AIMS nicht machen. Lower Third ist hier der Standard aktuell. Es wird vielleicht noch zukünftig andere Montagelösungen geben, aber das ist momentan der Fall. Eine Sache haben wir noch ganz zum Schluss, die uns aufgefallen ist während des Schießens. Hier haben wir festgestellt, dass die Vergrößerung, normalerweise bei Holosun ist es ja echtes Einfach, ist hier bei dem Gerät etwas mehr. Wir würden sagen, das ist so 1,2 ungefähr, also ähnlich wie beim Trigicon MRO. Das hat man ja auch damals erstmal festgestellt und natürlich gab es da ein paar Leute, die das bemängelt haben und gesagt haben, das ist kein echtes Einfach. Aber gute Schützen haben dann tatsächlich auch gesagt irgendwann, ja, es hat eine Vergrößerung, aber die ist so marginal, dass das tatsächlich eher einen Nutzen bringt, als einen negativen Kritikpunkt oder als negativer Kritikpunkt darzustellen ist. Einfach, ihr werdet es beim Schießen selber merken, wenn ihr mit dieser Optik arbeitet. Es fällt nur auf, wenn man sich genau darauf konzentriert und vielleicht so mit dem halben Auge, mit dem Auge halb auf den normalen Bereich schaut und mit der anderen Hälfte durch die Optik schaut, dann wird das auffallen. Aber sonst bei allem anderen macht das überhaupt kein Problem und von daher finden wir das gut. Das Holosun hat natürlich wie alle anderen Geräte oder die meisten Geräte der Elite-Serie 3 verschiedene Absehen, nämlich das 65 MOA Kreis-Punkt-Absehen, der Punkt ist 2 MOA oder nur der 65 MOA Kreis oder eben nur der 2 MOA Punkt. Über Geschmack kann man ja bekanntlich streiten, aber wir finden, das AIMS ist wirklich ein wunderschönes Open-Sight, weil es einfach nicht aussieht wie ein ich sage immer, wie ein U-Bahn-Waggon, wie die großen von Holosun. Ja, natürlich technisch top, aber optisch immer so die Frage, ist ja auch bei Meprolight und bei EOTech so. Stefan liebt seinen EOTech von der Form her und sagt, das ist toll. Ja. Ich sage, ich finde es total grauslich. Ich mag lieber so einen Mikrovisierer, aber wie gesagt, da ist ja jeder anders und von daher ist das hier irgendwo genau in der Mitte. Und bisher hat auch tatsächlich die Community es sehr, sehr gut angenommen. Also viele haben gesagt, das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Sight. Und wir sind gespannt, wie das Ding hier in Deutschland einschlagen wird. Das Holosun AIMS gibt es aktuell mit der Absehensfarbe Rot. Es wird auch noch mal eine grüne geben, direkt bei Holosun. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr euch das AIMS schon geholt oder habt es vor? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle Lack. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.